So, weiter geht's. Hätte ich jetzt nicht zwischendurch eine Pause gemacht oder machen müssen bei dem Spiel, hätte ich es auch noch gewusst, denn wir haben den Schlüssel hierher. Hier ist nämlich ein Versteck. So, da müssen wir den nämlich zack wieder reintun. Perfekt. Nothing else is keeping me here. Und dann geht's weiter. So, gehen wir mal rechts rüber. I am not going to leave Comside now. I still have some things to do. Was denn jetzt? Ach, Hastings anrufen. Jetzt, ja. Hello, Hastings? I have finished in Charleston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burned document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Okay. Sehr gut. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Na, wie lange? Tage? Eine Woche? So, mit Donald Fraser diskutieren. Ungarischer Schnurrbart. Let him drink in peace. Aber... Okay, müssen wir erstmal This man gucken. is tired. Unrasiert. Ja. Zerknitterte Kleidung. Schmutzige Hände. Ach ja, Augenringe, Donald genau. is short of sleep. And it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. So, und jetzt können wir mit ihm reden, oder was? Ist ja klar. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. So. Sollen wir direkt aggressiv sein? Dass er ihm versichern, dass er angehört wird. Ach, machen wir Wanted das to mal. talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. So, ja. Fahren Sie fort. Have a drink and tell me about this dream. Ha, Ego-Punkte. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat and I squeeze and squeeze until she's dead. Her head falls back and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. Das ist doch eine glatte Lüge. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. So, Donalds Traum interpretieren. Wie ist Donalds Traum zu interpretieren? War sehr in Betty verliebt. Ah. Das wird zu einfach, alle drei erst so, ne? Genau. Was haben wir hier noch? Donald ist müde, fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben, mag Megan. Ich weiß gerade gar nicht genau, wer jetzt... Das ist die Schwester, ne? Megan. Megan ist die Schwester. Ich muss nämlich erstmal das wieder so ein bisschen zurechtkriegen, weil das halt schon eine Woche, 2 Wochen her ist, dass ich das jetzt gespielt habe. Megan war die Schwester, mit der er wahrscheinlich was hatte.
Und Betty war ja das Opfer. So, Donald mag Megan. Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Das eigentlich auch nicht, ne? Donald ist müde, das ist ja Quatsch. So, vielleicht so? Aha. Donald ist dabei, Gefühle für Megan zu entwickeln und fühlt sich bla bla. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to Was like ist mit him. Festnehmen I und think so? Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Na, dann dürfen wir morgen ja puzzeln. Das ist ja schön. Beziehungsweise jetzt ist ja der nächste Morgen, denke ich. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. So, Sie daran erinnern, dass sie am Montag jemand gesehen hat? Die Komplizin des Mörders, gelogen. Oh, ich weiß es nicht You mehr. lied to us, and I demand to know why. But what are you talking about? Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. Na, dann hat er ja wohl irgendwas anderes im Sinn. Tja, welches von den beiden nehmen wir? Erläutern ist immer You gut, also ne? forgot to tell me that you had been fired. You never asked me. It was Franklin who led you to believe that I left voluntarily. He's more chivalrous than you. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man. And he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. So, Gegenstände abholen wird. Are you planning on going back to collect them? No. I prefer not to carry the weight of the past. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael Das ist treated wohl ein me Ja. just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Wir haben die doch schon gesehen, wie die rumgeschäkert haben, oder nicht? I met Thora Gray on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt.
Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get Na our gut, brain dann gucken cells wir to mal. work. Hätte Torra Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Standen sich sehr nah. Brosche geschenkt, ist ja auch nicht so schlecht. Schätzt Franklin, das reicht wohl nicht. Ist eine Verführerin. Ja, es gibt hier mehrere, die gut sind. Also stand ihm sehr nah. Na, das können wir eigentlich nicht nehmen. Das eigentlich auch nicht. Nee. Eine Brosche ist jetzt auch nicht so. Das hier weg, das ist weg. Schätzt Franklin. Schätzen ist eigentlich auch ein bisschen wenig, ne? Aber die anderen Sachen passen ja nicht. Heieieiei. So, bleibt vage. Wenn wir die beiden haben, die gefallen mir eigentlich schon ganz gut. Nee. Also eins von denen ist falsch. Vielleicht ist das hier ja auch falsch. Ich rate jetzt einfach mal wieder. Weil hier sind mehrere, die halt nicht schlecht sind. Das hier ist... Nee. Nee. Vielleicht ist auch das hier falsch. Hätte sie ihn geheiratet. Also es geht ja nicht darum, ob er sie, sondern sie ihn. Stand sehr nah. Sie schätzt ihn. Das ist ja wieder die falsche Richtung. Na, es ist... Also... Eins von den beiden ist auch wieder falsch. Herrje. Also, da muss ich hier raten. Dann machen wir jetzt hier einfach von oben nach unten. Es dauert ein bisschen, bis wir das Richtige haben wahrscheinlich, aber sonst habe ich jetzt hier keine andere Möglichkeit. Weil hier, das ist jetzt nicht ganz klar, finde ich. Oh je, das kann noch ein bisschen dauern. So, aber immerhin können wir gleich den ersten schon mal ausschließen. Okay, also, er hier ist es definitiv nicht. Zack, weg. So, weiter geht's mit der nächsten.
Eieieiei. So, es kann nicht mehr lange dauern. Die Hälfte haben wir. Okay, das können wir auch ausschließen. Also die beiden Links sind schon mal weg. Ja, Tora wollte heiraten und hätte es sehr wahrscheinlich geschafft. Na You gut. must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do Naja, not get ja. carried away, mon ami. Aber We have Frauen another more machen sowas important halt. matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. So, gibt es weitere... Torshammer, ja, passt ja. Gibt es weitere Gemeinsamkeit zwischen den Morden? So, keine Wertsachen in diesem Laden zu verkaufen. Mrs. Ashers persönliche Sachen... Der Mörder ist ein Verführer. Hausierer gesehen, na, könnte man mal nehmen. Jurston viel besucht. Viel besucht. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Probieren wir das mal. So, viel besucht. Ist viel besucht. Hausierer, nee. Kommzeit. Keine Wertsachen, ne? Stimmt. Strümpfe, ne? Dieser Typ, der vorbeikam und Strümpfe verkauft hat. Der war da auch. Ah, schade. Kiste mit Strümpfen, ja, so richtig. Vor jedem Mord hat das Opfer jemanden, genau, hat Strümpfe It's gekauft. perfectly clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. Ganz genau. So, Jeb anrufen. Dann erledigen wir das. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes, contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Ja, genau. Stimmt. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. War das etwa unser
unser Mörder. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. So, die Post holen. Ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wäre schön, wenn ihr auch wieder mit dabei seid, Leute. Macht's gut. Bis dann.